Mhm. Der ist gut. Lattafa ist wieder am Start. Ich muss nachschauen, wie der heißt. Quat al-Forsan. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Schaut euch das an. Und das soll eine günstige Alternative zu den neuen Eros Najim, glaube ich, heißt er. Ich werde ihn einblenden. Sein. So. Viele meinen, dass der besser ist, nicht so süß, maskuliner, männlicher, einfach besser. Und das für 20 Euro, 100 ml. Was kostet der Eros? 144 Euro. Ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk aus Hamburg immer noch. Wer die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, abonniert bitte. So, ja, Quat al-Forsan. Auf jeden Fall zum Flakon. Ja, sogar mit Magnetverschluss. Und ihr habt gesehen, der Sprüher ist gut. Richtig guter Sprüher. Und zum Duft muss ich sagen, es ist ein leicht süßlicher Muskatduft. Es sind massenweise Inhaltsstoffe. Grundsätzlich riecht man was Würziges, Orientalisches, Muskatmäßig. Beim Original gleich vorweg ist an Anfang Mandarine. Es ist Oud drin. Es ist, glaube ich, Lavendel drin. Es ist was Karamell drin. Es ist was Süßes. Hier ist, glaube ich, kein Karamell drin. Und so weiter. Gleich vorweg, es ist nicht 1:1. Es ist eine Alternative. So, für die Leute. Es gibt, also dieses 1:1 Gelaber immer, Alter, ganz ehrlich, Leute. Es ist aber wirklich gleich vorweg eine extrem geile, gute Alternative. Ob ich ihn besser finde, werde ich euch gleich erzählen. Ich habe ja getestet den Najim. Ich habe den noch nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich den Original haben möchte. Ich habe alle Eros. Das Ding ist, dann wäre es nur, um die Sammlung voll zu machen. Das ist ein bisschen nervig. Warum sollte man das machen? Und normalerweise, ich stehe immer zum Original. Aber diese Alternative, und das ist eine Alternative, weil das Original kam 24 und da kam 25 raus. Für die Leute, die das nicht wissen, der Eros, den gab es erst ja in arabischen Raum und so weiter, deswegen 24. Nicht für die Leute, die jetzt denken, ja, der kam doch jetzt erst vor kurzem raus, der steht hier bei Rossmann, Müller, whatever. Nein, der kam schon 24 raus, der ist nur nach Europa irgendwie rübergeschwappt. Okay, ne, kann man so machen. Aber dieser Duft hier, ja, hier schwingt, gleich mal vorweg, eine schöne Eros-DNA mit. Wer Eros mag, wird den hier mögen. Und eben auch dieses würzige arabische Feeling, was eben bei den neuen Eros Najim, glaube ich, ja, ist. Und ich muss sagen, nur hier, und die Leute haben recht, maskuliner irgendwie besser. Ich habe die natürlich jetzt nicht, wie ich das sonst mache, 1:1 testen. Hierauf, darauf, das nicht. Aber ich habe ja erst, das ist glaube ich vor einer Woche her gewesen, oder ist eine Woche, 1,5 Wochen, habe ich den Najim getestet. Es ist, wie gesagt, nicht 1:1, aber ihr merkt auf jeden Fall die schöne DNA. Hier ist einfach die DNA, finde ich, besser rauszuriechen vom Eros, was ja vielleicht positiv ist für viele, für mich ja. Und dann dieses leicht süßliche, hier ist kein Karamell drin, soweit ich weiß, und auch kein Oud, aber trotzdem hat man dieses Feeling so ein bisschen durch den, was habe ich jetzt gesagt, Muskat etc. pp. Es ist ein würziger, schon schwerer Duft, aber irgendwie doch frischer, die Version hier, während das Original schon sehr süß auf die Fresse ist. Mein Kumpel sagt zum Beispiel, dass das absolut unnötig ist. Und er mag Eros, aber dieses neue Ding fand er mit fast am ekligsten, so, überhaupt. Und das kann ich jetzt nicht behaupten von mir, aber das ist auch Geschmackssache. Aber dieser Duft, den kennt er jetzt nicht, aber ich finde, also das Eros Najim ist ja schon süß. Klar, das kennt man von Eros. Eros ist ja nun mal süß, aber es ist für 2025 ein Release. Man hätte da, man kann darüber hinwegsehen. Man muss diesen Duft nicht kaufen, schon gar nicht für 144 Euro. Ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber man muss das nicht haben. Aber wenn man nur 20 Euro, oder wenn man den schon sagt, trotzdem ist die DNA geil, aber sie ist nicht 144 Euro wert, weil das ist eben süße Plöre ein bisschen. Es ist ja minimal DNA von Eros. Ja, aber warum jetzt 2025 sowas, Versace? Du machst doch sonst gute Dinger. Dann könnt ihr locker zu diesen hier greifen, der 7 Stunden ungefähr hält. Also, ja, man könnte, an Anfang könnt ihr sagen, ihr müsst wissen, also ich benutze ja, ich bin Oversprayer. Also ich nehme jetzt auch mal mehr Sprüher, weil 2 Sprüher ist alles Kinderkacke. Das ist auch Blödsinn. Man muss schon sprühen, ein Duft muss ja auch benutzt werden, man muss gerochen werden, selber, andere und so weiter. Und irgendwann müsst ihr den ja auch mal leer machen. Aber Fakt ist, dass am Anfang erst dachte,
Das ist ja nicht so wirklich doll. Aber es waren noch 23 Grad. Ich bin dann raus und dann war er die ganze Zeit um mir. Aber ungefähr, sage ich mal, ich muss das ja immer ich kann jetzt, es bringt nichts, das zu sagen, wie lange er bei mir hält. Ich denke, also ich nehme meins mit rein, aber ich denke, das ist so zwischen 6 und 9 Stunden. So wird das bei mancher Haut ist schlechter, manche ist besser. Deswegen, jetzt wird's dunkel, wird auf dem Bild jetzt zu sehen sein. Hamburg, Deutschland, Hitze, Sommer, wir waren dabei, welche Hitze, aber auf jeden Fall, ja, also bei mir hat er jetzt ungefähr 7,5, 8 Stunden, das ist ja, du kannst ja nicht genau halten, auf den Klamotten hält er natürlich ein bisschen länger, aber dafür ist das gut. 20 Euro, Leute, und wirklich im Endeffekt gefällt er mir sogar besser, jedenfalls jetzt so, vielleicht werde ich das nochmal 1:1 testen und für 20 Euro mit so einem guten Sprüher, und da kommen wir wieder dazu, dann trage ich doch den hier, weil, nicht wegen des Preises, ich kann mir den anderen kaufen, mir geht's nicht darum, mir geht's einfach darum, dass der andere zu süß ist. Dieses Karamell, es nimmt alles so ein bisschen auseinander. Es ist nicht so, man kann das nicht so richtig greifen, den Eros, finde ich. Und hier auf jeden Fall ja. Aber irgendwann werde ich vielleicht noch mal einen kompletten Vergleich machen, Video. Das wird aber dauern, da braucht man ein bisschen Zeit. Im Winter vielleicht werde ich das noch mal machen. Aber egal, grundsätzlich stelle ich auch diesen Duft hier vor. Und nehmen wir jetzt mal den Eros weg. Wie gesagt, es ist ja kein 1:1, es ist eine sehr gute Alternative. Hier ist ein bisschen frischer, nicht ganz so süß, ein bisschen maskuliner, finde ich. Nicht so ganz süß, verspielt, so jugendlich. Der ist schon ein bisschen Ü30, übertrieben jetzt. Natürlich kannst du den auch mit 25 tragen. Aber so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Das für 20 Euro. Was wollt ihr mehr? Im Endeffekt ging es ja um den Duft und nicht um den Eros. Aber ich habe gleich den Vergleich mal so gemacht, weil ich den ja erst vor 1,5 Wochen gerochen habe, den Eros. Und deswegen kann man das so machen. Also wenn ihr nicht so viel oder keinen Bock habt, auch für den Eros so viel Geld auszugeben, weil ihr sagt, ja ganz ehrlich, ich bin zwar Eros-Fan, aber die Süße, das hat man schon vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, 8 Jahren gerochen. Ganz ehrlich, dann könnt ihr den nehmen, weil er eben noch ein bisschen eine eigene DNA hat und ein bisschen anders einfach ist und nicht diese ganz süße Plör. Der ist süß, aber da ist nichts mit erschlagen. Wie gesagt, ich habe den bei 24, 25 Grad getragen mit, ich glaube, 10 Sprühern, 12, 15 Sprüher. Es war easy, es war cool. Natürlich riechen andere das mehr, immer bedenken, viel stärker auch, aber der kam gut an. Fakt ist, wenn du das mit den Eros gemacht hättest, gehe ich ganz stark davon aus, wäre das vielleicht ein bisschen, ich meine, für mich gibt's nichts too much, aber im Schnitt wäre es too much gewesen. Ja, schreibt mal runter, kennt ihr den Lattafa hier? Und ja, da kann man wieder sehen, schönes Teil. 80% Alkohol übrigens hier drin. Aktuell ist das ja so ein bisschen gang und gäbe, dass man so ein bisschen auf die Alkoholsachen guckt, wie viel Alkohol da drin ist, weil es wird immer mehr Alkohol untergemischt. Mal ein Beispiel. Der Vidian hier gehört jetzt nicht hier rein. Der hat hier noch, das ist die allererste Version, 74% Alkohol. Die neue, ist jetzt das Eau de Parfum rausgekommen, hat 80. Ja, jetzt könnt ihr ja sagen, ja, Eau de Parfum ist ja was anderes. Ja, aber es wird allgemein heutzutage ja, ein bisschen mehr verwässert alles. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also, Leute, Lattafa mal wieder auschecken für den Preis. Es kann natürlich sein, gleich nochmal zum Schluss, dass der mal ein bisschen teurer ist. Also kommt mir nicht und lyncht mich immer. Der kostet ja nicht 20 Euro. Ich habe 20 Euro bezahlt. Der kann aber auch morgen 25 kosten und übermorgen 28 und in 3 Tagen auf einmal nur 20. Also ihr wisst, wie das ist. Und deswegen bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Jetzt wird's wieder dunkel. Meine Fresse. Und ich bin einfach raus, Freunde.